Willkommen bei Vector Welding. Mein Name ist Florian Wagner und in diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, was alles im Lieferumfang enthalten ist und wie Sie Ihr Gerät in den Betrieb nehmen. Vector Welding hat für jede Anwendung das passende Gerät. Ich stelle Ihnen vor, das London 2400 AC/DC Wegschweißgerät mit 200 Ampere Leistung. Zum Lieferumfang gehören ein Wegschweißbrenner WP17 in 4 Metern Länge mit 9 mm Dorn, Schutzgasschnellkupplung und einer 5-poligen Steuerleitung. Eine Erdungsklemme in 3 Metern Länge mit 16 Quadratmillimeter Kabeldurchmesser und 9 mm Dorn. Eine Elektrodenhalter in 3 Metern Länge mit 16 Quadratmillimeter Kabeldurchmesser und 9 mm Dorn. Ein 3 Meter Schutzgasschlauch mit 8 mm Innendurchmesser und passenden Schraubstellen. Eine Bedienungsanleitung auf Deutsch und Englisch. Ein umfangreiches Zubehörpaket, bestehend aus je einer Gasdüse der Größe 4 bis 7, einer kurzen und langen Brennerkappe und jeweils 2 Spannhülsen mit Gehäuse in den Größen 1,6 und 2,4 mm. Um das Gerät in den Betrieb zu nehmen, montieren Sie zunächst den Schutzgasschlauch. Dafür das Ende vorher leicht erwärmen, damit das Material weicher wird. Somit lässt sich der Schlauch leichter über den Anschluss schieben. Alternativ ist die London 2400 für eine Montage mit einer Druckluftschnellkupplung vorbereitet, die aber nicht im Lieferumfang enthalten ist. Die andere Seite vom Schutzgasschlauch verbinden Sie mit Ihrem Druckminderer. Vor der ersten Benutzung wird empfohlen, den Schlauch auf Dichtigkeit zu überprüfen. Um den Schweißbrenner zu montieren, wird zunächst die Steuerleitung aufgeschraubt. Achten Sie auf die Position der Führungsnase am Stecker und ziehen diesen handfest an. Der 9 mm Dorn kommt in den Negativschweißstromanschluss. Danach der Schnellkupplungsstecker, bis er hörbar einrastet. Die Erdungsklemme stecken Sie in den Positivschweißstromanschluss. Wichtig: Für die Inbetriebnahme des Schweißbrenners benötigen Sie je nach Anwendung unterschiedliche Wolframelektroden in unterschiedlichen Durchmessern, die nicht im Lieferumfang enthalten sind. Zudem ist auch der Anschleifwinkel der Elektrode für Ihre Anwendung entscheidend. Prüfen Sie, dass Ihre ausgewählte Elektrode durch die Spannhülse passt und keinen Spiel hat. Die Spannhülse sowie das Gehäuse sind beschriftet mit dem Durchmesser der passenden Wolframelektrode. Schrauben Sie das Spannhülsengehäuse von unten in den Schweißbrenner und stecken Sie danach von oben die Spannhülse ins Gehäuse. Danach kommt die Elektrode, die ca. 2 bis 3 cm aus dem Spannhülsengehäuse raussteht. Mit der Brennerkappe wird die Elektrode fixiert. Je nach Anwendung wird nun auch die Gasdüse ausgewählt und aufgeschraubt. Anschließend können Sie die Elektrode noch fein einstellen, wie weit die Elektrode aus dem Gehäuse herausragen soll. Nachdem alle Baugruppen montiert sind, werfen wir nun einen Blick auf die Einstellmöglichkeiten an der London 2400. Über die Jobwahltaste schalten Sie von MMA auf den WIG-Modus und umgekehrt. Der Verstellbereich des Schweißstroms im WIG-Modus ist von 10 bis 200 Ampere. Wenn Sie im WIG-Modus sind, schalten Sie unten rechts die Pulsfunktion ein. Am Display wird Ihnen der eingestellte Maximalstrom angezeigt. Über den Einstellknopf lassen sich nun weitere Einstellungen vornehmen. Die Grundstromstärke von 10 bis 200 Ampere, die Impulsdauer von 10 bis 90%,
die Impulsfrequenz von 1 Hertz bis 200 Hertz, die Stromabsenkung von 0,1 Sekunden bis 10 Sekunden, der Schlussstrom von 10 bis 200 Ampere, die Gasnachlaufzeit von 0,1 Sekunden bis 10 Sekunden, im AC-Modus die Balance von 10 bis 30%, die AC-Frequenz von 50 Hertz bis 200 Hertz, die Gasvorlaufzeit von 0,1 Sekunden bis 5 Sekunden, den Startstrom von 10 bis 200 Ampere und den Stromanstieg von 0,1 bis 10 Sekunden. Zum Elektrodenschweißen wird der WIG-Schweißbrenner gegen den Elektrodenhalter ausgetauscht. Schalten Sie vom WIG-Modus in den MMA-Modus. Über den Einstellknopf lässt sich der Schweißstrom von 10 bis 170 Ampere verstellen. Durch Drücken des Einstellknopfes gelangen Sie in das Untermenü, um weitere Einstellungen vorzunehmen. Hot-Startstärke in Ampere. Von 1 bis 10 immer in 10er Schritten. Das bedeutet 1 ist gleich 10 Ampere, 5 ist gleich 50 Ampere. Diese werden immer zu dem bereits eingestellten Schweißstrom dazugegeben. Hot-Startzeit in Sekunden. Von 1 bis 10 Sekunden. Stellt die Dauer des Hotstarts ein, um die Elektrode optimal zu zünden. Danach wird mit dem eingestellten Schweißstrom weitergearbeitet. Arc-Force. Verstellbereich von 1 bis 100 Ampere. Damit sich die Elektrode nicht festbrennt, werden die hier angegebenen Ampere zum Schweißstrom addiert. Wichtig: Der eingestellte Schweißstrom plus Arc-Force können zusammen 170 Ampere leisten. Ist der Schweißstrom also schon bei 170 Ampere eingestellt, hat das Arc-Force keine zusätzliche Funktion mehr, da die maximale Leistung bereits zur Verfügung gestellt wird. Weitere Tipps zum Schweißen finden Sie hier auf unserem Kanal. Sollten Sie noch Fragen zum Produkt haben, schreiben Sie einen Kommentar unter diesem Video oder setzen Sie sich mit uns in Verbindung. Vielen Dank!